Paraguay, Banken, Investieren, Kooperativas und wie ist es denn eigentlich mit den Steuern? Das sehen wir uns im heutigen Tippvideo an. Herzlich willkommen zur Faszination Freiheit. Bin auch gerade hier in Paraguay in der Hotellobby und damit wir auch anschließend zum letzten Video, wo wir allgemein über dieses tolle Land gesprochen haben, möchten wir uns heute mal explizit anschauen, wie ist es denn aus Investorensicht hier? Was erwartet einen hier in Paraguay und warum ist es durchaus interessant und auch meiner persönlichen Favorit, nicht nur im Freiheitsbereich, wie wir es auch letzte Woche angeschaut haben, sondern auch im Geldanlage- und Investmentbereich. Aber zunächst mal, ich möchte gerne auf ein, zwei Fragen zu sprechen kommen, die gestellt wurden, und zwar, wie ist es mit Lebenshaltung und mit der Sprache hier auch nochmal. Das muss man natürlich auch verstehen, muss man wissen. Also Lebenshaltung zum einen, wenn man hier wirklich auch mehr Zeit verbringen möchte, wenn man hier leben möchte, also mit ca. 50%, vielleicht auch teilweise weniger, 30-40% von dem, was man in Deutschland gewöhnt ist. Hängt natürlich davon ab, wo man auch in Deutschland lebt. Bei München ist einfach was anderes als irgendwo am Land ziemlich fernab. Also macht natürlich auch da nochmal einen großen Unterschied. Aber auch allgemein definitiv günstiger und man kann ja auch wirklich sehr, sehr günstig leben. Hängt auch davon ab, ob man importierte Waren etc. haben möchte. Also von dem her, dann geht auch spannend, was Lebenshaltung betrifft. Mit der Sprache, ja, hier ist es Spanisch, hast du es vielleicht schon vermutet. Mit Englisch kommt man hier nicht so weit, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ein bisschen Spanisch spricht und vielleicht auch viele machen das auf unseren Investorenreisen, ist mit einer App oder übersetzt, dann kommt man hier auch insgesamt gut zurecht. Ansonsten im Businessbereich kann man hier auch teilweise auf Englisch sicherlich etwas machen, wobei da eher noch im deutschsprachigen Raum, wenn du bei unserer Investorenreise mal dabei bist, da wirst du haufenweise deutschsprachige Menschen vor Ort, Auswanderer oder Investoren kennenlernen, die teilweise hier schon seit Jahrzehnten sind und mit denen kann man auch auf Deutsch ganz normal Geschäfte machen, viele Fragen stellen und so weiter. Das heißt, man hat hier in der Regel sehr schnell auch ein deutschsprachiges Netzwerk. Und dann, wenn man sich ein bisschen mit Spanisch die Mühe gibt, dann passt es und mit dem einen oder anderen kommt man vielleicht dann auch mal mit Englisch ganz gut zurecht. Also, kommt ein bisschen drauf an, aber allgemein ist es Spanisch. Man kommt aber auch wirklich relativ schnell rein, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Das ist wirklich nicht die schwierigste Sprache der Welt. Das ist nicht vergleichbar mit Russisch oder Chinesisch. Und wenn man da ein bisschen was macht, dann kommt man da auch schon rein in die Sprache. Gut. Schauen wir uns erstmal an, aus diesem Aspekt investieren Paraguay und warum ist dieses Land hier auch so interessant. Also zum einen sehr junge Bevölkerung und auch noch eine sehr gesunde Altersstruktur. Wir sehen hier eine Pyramide, die auch wirklich noch in Ordnung ist. Das heißt, wirklich noch einer Pyramide gleicht, sogar an sich perfekt, weil sogar noch etwas mehr als ganz junge haben wir die Leute, so ab 20, 30, die in der Blüte ihrer Arbeitszeit sind. Das heißt, das sieht natürlich komplett anders aus, als wir das in Deutschland haben, weil es ja eher so ein Dönerspieß ist, wo dann die nächsten 5 bis 10 Jahre gewaltig viele Menschen in die Rente hineinkommen und dann auch das zusätzlich neben den ganzen anderen Problemen, die wir schon haben, die Rentenkasse oder nicht allgemein die Kasse in Deutschland noch viel mehr beanspruchen wird, als es heute bereits der Fall ist, nämlich die ganzen Haftungsansprüchen und. Also von dem her, hier es ist eher ein aufstrebendes Land. Dann die Paraguayer sind auch tendenziell fleißige Südamerikaner. Das heißt, ich merke schon einen Unterschied, auch persönlich, aber seit 2014 lebe ich ja auch in Südamerika. Und wenn ich das auch vergleiche, merkt man ja schon sehr auch überproportional viele zuverlässige und auch fleißige Menschen. War ich in anderen Ländern nicht unbedingt in dieser Art und Weise gewöhnt. Also das heißt hier etwas mehr. Ansonsten ist Paraguay ein sehr stabiles Land, ist sehr, sehr ruhig. Ich verwende ja immer gerne den Begriff spektakulär, unspektakulär. Also es ist fast schon etwas langweilig hier. Man kann ja auch sauber investieren, das heißt, es ist ähnlich dem deutschen Grundbuch, wenn man ja beispielsweise Grund und Boden erwerben möchte. Und wir haben hier einen klaren Aufwärtstrend, das heißt, es bewegt sich was. Junge Bevölkerung auch allein schon deswegen, das haben wir in der Story wieder gesehen, junge Bevölkerung eher aufstrebend, je älter sie wird, desto mehr nähern wir uns auch der Dekadenz und einer eher, ich nenne es jetzt mal satten Bevölkerung. Und wenn man auch weiß, wo ein Land herkommt, dann weiß man auch, wo es hingeht. Paraguay hat damals in der Historie den Triple-Allianz-Krieg dann im Jahr 1870 dann endgültig verloren. Und das war verheerend für dieses Land, was eigentlich eine Wirtschaftsmacht in Südamerika war. Und ist dann sehr, sehr stark zurückgefallen. Also hat im Prinzip gar nichts mehr, es gab kaum mehr Männer und es gab eben sehr, sehr viele Frauen, dadurch auch sehr, sehr immigrantenfreundlich damals bereits gewesen, hat sich dadurch so entwickelt und war immer hinterher den Ländern und holt es jetzt mehr und mehr auf. Und wenn man das hier beobachtet, ich bin seit 2012 hier, ich habe teilweise auch mitbekommen, Leute, die schon vor vielleicht mal 1980, 1990 da waren, die gesagt haben, das ist ja der Wahnsinn, was sich da verändert und bewegt hat. Das war damals einfach nur Sandstraßen überall und heute hat man ja schon wirklich sehr, sehr moderne Zentren und es wird immer mehr und mehr und es wird gebaut und gebaut und gebaut. Und das ist, wenn man das mal versteht hier und auch sieht in Paraguay,
dann weiß man eben auch, wo dieses Land hingehen wird. Wenn man sich andererseits anschaut, so Trends wie beispielsweise in der westlichen Hemisphäre, auch in der EU, dann kann man auch einen Trend sehen. Das überlasse ich jedem selber, darüber nachzudenken, ob dieser Trend so optimal nach oben geht oder ob es teilweise nicht auch etwas nach unten gehen könnte. Gut, dazu schauen wir uns mal die einzelnen Investmentformen an. Also wir haben zum einen die Kooperativas. Kooperativas ähnlich wie bei Genossenschaftsbanken. Das heißt, ich nenne es jetzt mal, da gab es Genossen und die haben dann Kredite bekommen. Und hier bekommen die wirklich Kredite mit 20, 25, 30%, was sie zahlen müssen. Und der Paraguayer, der fragt aber nicht nach der Höhe der Rendite unbedingt, sondern ob er sich die Rate leisten kann. Und deswegen als Investor bei Kooperativas kriegt man ja durchaus 10, 15%. Das ist durchaus möglich. Das heißt, bei den, ich sag mal, konservativeren ist es weniger und bei den nicht so konservativen etwas höher. Ne? Ganz klar, mehr Risiko, dann auch mehr Rendite. Aber hier, ich habe damals auch 2012, zumindest dort soll es so gewesen sein, dass nie eine Kooperativa insolvent und pleite gegangen ist. Also auf jeden Fall, da sind schon ein oder mehrere insolvent und pleite gegangen. Das heißt, da ein bisschen aufpassen. Das ist auch in Guarani, ist auch nicht die stabilste Währung, ist auch nicht frei konvertierbar international und du brauchst auch die Cedula, das heißt die Aufenthaltsgenehmigung, dass du das hier machen könntest, dass du dich bei einer Kooperativa anmelden und investieren darfst. Also wenn man hier vor Ort ist, wenn man mehr Zeit im Paraguay verbringt, eine Möglichkeit, dann auch bitte auf viele streuen. Ich persönlich mache es nicht. Ich sehe dem etwas skeptisch gegenüber. Dann Banken hier in Paraguay. Werde ich auch immer wieder gefragt, ja, kann man auch hier vielleicht sogar theoretisch von zu Hause aus ein Konto öffnen? Nee, keine Chance. Man muss hier vor Ort sein und man braucht auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Man muss hier auch steuerlich ansässig sein, über Unterlagen haben und so weiter. Also ist nicht so ganz einfach, hier auch ein Konto zu bekommen und die sind hier sehr bürokratisch, schlechter Service, das ist das, was ich sehr, sehr viel höre. Also von dem her eher weniger empfehlenswert, also nur wenn man wirklich vor Ort ist, dann ist das ein interessantes Thema. Ja, und die nächsten Bereiche, die sind aber nochmal interessanter für das Thema Investment und hier zum einen Landwirtschaft. Paraguay selber ist ein Riese, was Landwirtschaft betrifft. Wir sehen hier so eine Übersicht, wo Paraguay vorne mit dran ist. Faszinierend, dieses kleine Land. Also ich finde es immer wieder spannend, wo die ganz vorne weltweit mitturnen, obwohl das Land gerade mal noch ein bisschen größer ist als Deutschland. Aber es ist ein Landwirtschaftsriese, sehr fruchtbare Böden, viel Regen, rechtssicheres und stabiles Land und auch günstige Lohnkosten führen dazu, dass hier in Paraguay sehr, sehr wettbewerbsfähig und sehr, sehr gut produziert werden kann. Also hier ganz, ganz spannend und auch, weil so viel vorangeht, allgemein der Immobilienbereich. Das heißt, hier geht grundsätzlich wirklich was nach vorne und das macht es natürlich auch attraktiv zu investieren. Generell aber auch ein paar Investment-Tipps. Man sollte nicht blauäugig in dieses Land kommen und außer man kann das Projekt wirklich sehr, sehr gut einschätzen. Am besten es wirklich hier vor Ort anschauen, sich selber Gedanken dazu machen und man sollte sehr, sehr gut die Quelle hier vor Ort kennen, weil ansonsten, man kann hier ähnlich wie im deutschen Grundbuch hier wirklich sauber das Ganze kaufen. Das sollte aber wirklich auch gut abgeklärt sein vorher. Das heißt also, wenn ich eine Partei nicht kenne, das heißt, dann lasse ich immer auch den eigenen Anwalt hier drüber schauen, der nochmal extern hier das Okay gibt und hier passt alles mit dem Titel, mit den Zertifikaten etc. Und dann hat man hier wirklich grünes Licht. Weil ansonsten, man trifft hier auch auf dubiose Gestalten. Das muss man wissen. Hier ist nicht alles seriös, was kreucht und fleucht. Es gibt auch ein paar Projekte, die wir ganz bewusst auch eben nicht anschauen bei unserer Investorenreise, weil ich persönlich da auch keinen einzigen Cent dort irgendwie investieren würde und es auch nicht anderen empfehle. Ja, und ansonsten achte darauf, dass du einen sauberen Titel erhältst, also nicht irgendwelche Rechte etc. Da gibt es nämlich auch ein paar Projekte und das würde ich persönlich niemals machen, weil da hat man eine dritte Partei drin, die auch irgendwo mitzureden hat und wenn man da vielleicht auch mal Probleme oder Meinungsverschiedenheit hat etc., ja, dann ist das etwas suboptimal, ich möchte es mal so formulieren. Und deswegen da auch am besten auch das Land irgendwo kennenlernen, sich mit den Märkten etwas beschäftigen und halt auch wirklich grundsätzlich wissen, was man tut. Also das heißt, da nicht blauäugig reingehen, sondern sich wirklich damit beschäftigen. So, wie ist es ansonsten auch mit dem Thema Steuern? Und Paraguay selber, kann man durchaus sagen, ist ein Niedrigsteuerland. Und das ist interessant, gibt es auch einige andere Länder, wie beispielsweise Dominikanische Republik, Philippinen und ein paar andere, die das Territorialprinzip haben. Territorialbesteuerung, das heißt, die Inlandseinkünfte, die werden besteuert. In Paraguay oder in dem Fall sind es 10% und Auslandseinkünfte sind legal steuerfrei. Wenn du jetzt aber nicht so viele Inlandseinkünfte hast in Paraguay, mehr Auslandseinkünfte, vielleicht über ein Online-Business, über Trading etc., dann kannst du hier grundsätzlich, sollte man vielleicht nochmal drüber schauen, aber dann kannst du ja grundsätzlich legal einkommensteuerfrei möglicherweise hier leben. Also von dem her auch interessant in diesem Aspekt. Wenn man sich dann auch anschaut,
nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland. Ja, hat Deutschland mal wieder den Spitzenreiterplatz eingenommen mit den höchsten Steuern. Also ja, es ist natürlich viel einfacher, wenn auch wirklich etwas übrig bleibt. Und dann kann man das eben auch für seine eigene finanzielle Freiheit benutzen. Wie gesagt, muss, kann, darf jeder für sich selber entscheiden. Es gibt diese Möglichkeiten und es ist ja vielleicht auch nicht immer alles so toll, was mit manchen Geldern gemacht wird. Also wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden, was und wie man hier macht. Aber hier auf jeden Fall, es gibt die Möglichkeiten für diejenigen, die das Gimpfast nutzen möchten und sich vielleicht auch in dieses Land verlieben. Du wärst auf jeden Fall nicht der Erste und auch nicht der Letzte, ganz sicherlich. Ja, also ich hoffe, es war interessant, hier ein bisschen Einblicke in dieses spannende Land hier zu bekommen. Sei auch gerne mit dabei. Unsere Investorenreise, du findest den Link unterhalb von diesem Video. Sieh uns dort spannende Projekte an, Projekte, in die ich selber investiere oder auch investieren würde, wenn ich in der Situation bin. Genauso gehe ich persönlich immer ran, wenn ich Projekte grundsätzlich weiterempfehle. Also schau es dir da gerne an. Und ansonsten, ja, gerne Daumen nach oben, unseren YouTube-Kanal abonnieren, das Glockenzeichen nicht vergessen. Auch wenn du schon abonniert hast, schau nochmal, ob du das Glockenzeichen auch abonniert hast, damit du auch wirklich alle unsere Videos erhältst. Und auch gerne teilen, dass andere Menschen das mitbekommen. Und ja, wir sehen uns ansonsten nächsten Freitag wieder. Link zum Eintragen, damit du keinen unserer Tippvideos verpasst, findest du ebenfalls unterhalb von diesem Video. Also von dem her, bis nächsten Freitag. Herzlichst dein Thorsten Wittmann.